Schönen guten Tag, mein Name ist Anna Maschuchina. Ich bin Projektmanagerin der Exportakademie Baden-Württemberg. Meine heutigen Gesprächspartner sind Herr Prof. Dr. Lohmüller und Herr Prof. Dr. Rolf Pfeiffer. Heute sprechen wir über den Green Management und Leadership Award, der vor kurzem initiiert wurde. Deswegen wollte ich gerade an Sie die erste Frage stellen, und zwar, welche Gründe waren für die Initiierung dieses Awards? Gut, wir haben seit vielen Jahren Benchmarking-Erfahrung, haben viele Projekte in der Vergangenheit gemacht. Das größte und längste Projekt waren die International Best Factory Awards und Service Awards. Und aufbauend auf diesen Kriterien sind wir dann auf die Idee gekommen, es ist wichtig in der heutigen Zeit, insbesondere das Thema Nachhaltigkeit im Blick zu haben. Deshalb haben wir diesen Green Management Leadership Award ins Leben gerufen, der insbesondere die ESG-Kriterien untersucht. ESG, E für Environment, S für Social und G für Governance. Und dieses Thema ist weltweit aktuell im Fokus. Und wir haben auch mit vielen Gesprächspartnern diskutiert, wie kann man dieses Thema unterstützen. Und dort war auch die Empfehlung, macht doch wieder ein Benchmarking-Projekt zu diesem Thema. Das war eigentlich der Nukleus für dieses aktuelle Benchmarking-Projekt. Und wird diese Green MLA nur auf diese ESG-Kriterien aufgebaut oder gibt es noch irgendwelche systematische Aspekte? Gut, wir haben diese ESG-Kriterien eingebettet in unser Managementkonzept. Es war ursprünglich entwickelt von Rolf Pfeiffer. Es nennt sich Integriertes Management in Leadership. Und wir bewerten diese ESG-Kriterien in 7 Feldern. Das heißt, das erste Feld wäre der Unternehmer oder der Manager, was muss er beachten. Dann der zweite große Bereich sind die Menschen. Menschen sind Mitarbeiter, sind aber auch Zulieferer, Partner, überall sind Personen im Mittelpunkt. Der dritte Bereich ist die Information, externe, interne Information, die gesammelt und ausgewertet werden muss. Und das hat auch ein bisschen mit dem vierten Bereich zu tun, mit dem Bereich Zukunft. Die Zukunft muss gesteuert werden, es muss eine Strategie entwickelt werden, auch dieser Bereich wird mit betrachtet. In der heutigen Zeit, national, international, muss ich natürlich die Prozesse im Mittelpunkt stellen. Das geht über Produktionsprozesse hin zu Geschäftsprozessen, das wäre der 5. Bereich. Und in der heutigen Zeit ist natürlich Flexibilität ein wichtiger Punkt. Das heißt, Agilität als 6. Bereich und auch wieder Philosophie von Rolf Pfeiffer. Ich muss alle Bereiche zusammen betrachten, eine integrierte Sichtweise haben. Das heißt, das wäre der 7. Bereich zusammen mit den Finanzen. Und in diese 7 Felder sind dann die ESG-Kriterien eingeordnet. Ja, hört sich sehr umfangreich an. Und ich wollte eigentlich fragen, warum ist es besonders jetzt von Bedeutung, diesen Benchmarking durchzuführen, wenn es die Zeiten der Corona-Krise ist und allen nicht so leicht läuft? Ja, die Herausforderungen sind da, auch in der Corona-Krise, insbesondere die ESG-Kriterien zu betrachten. Soziale Aspekte, ganz wichtig im Thema Kurzarbeit, wie binde ich die Mitarbeiter mit ein. Genau. Auch nach wie vor das Thema Umwelt ist nach wie vor im Mittelpunkt. Auch wenn ich jetzt weniger CO2-Ausstoß habe, ist es doch so, wie kann ich auch in Zukunft das ganze Thema besser betrachten. Und Governance, Unternehmensführung heißt, wie gehe ich mit der Krise um, welche Zukunftspläne habe ich, und wie gehe ich auch mit meinen internationalen Partnern im Rahmen der Krise um. Also dieses Thema Nachhaltigkeit, soziale Aspekte, Umwelt sind, sehe ich so, auch trotz Corona nach wie vor im Zentrum aller Aktivitäten. Ja. Ja, ich wollte also ergänzen, dass man ja generell in der Gesellschaft feststellt, dass die Leute immer mehr bei ihren Produkten auch
die Firmen, die dahinter stehen, beurteilen nach, wie benehmen sich die, welches Verhalten haben die im Bereich der Nachhaltigkeit, also Klimafragen und alles das. Ja. Daher ist das Bewusstsein, ja, für die Menschen viel größer als bisher, trotz Corona. Immer wieder wurde während der Krise betont, aber wir dürfen, ja, Umwelt und Klima nicht vergessen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Grund dann für uns gewesen, die Unternehmen zu unterstützen. Wie weit sind sie in ihrer Vorbereitung auf Nachhaltigkeit? Ja? Und das kann man natürlich am besten feststellen, ja, durch die ganzen Kriterien aus dem Benchmarking und im Vergleich zu anderen. Ja. Ja, aber für jedes Unternehmen ist es sehr wichtig, dass die Daten vertraulich behandelt werden. Wie gehen Sie damit um? Ja, das ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt hat und wo Rolf Pfeiffer auch spezielle Erfahrungen hat. Ja, weil mir ist früher einmal passiert, dass ein Unternehmen mich gebeten hat zu kommen in das Unternehmen. Sie kommen nicht klar mit dem Fragebogen. Ja? Und als ich dann dort war, habe ich festgestellt, die kommen prima zurecht, die sind ganz fit. Ja? Aber was dahinter steckte, war, das haben sie dann auch zugegeben, sie möchten gerne wissen, ob ich eine vertrauenswürdige Person bin, die nachher nicht die Daten irgendwo weitergibt. Ja? Und das ist nur ein Indikator, dass es ganz wichtig ist für uns, ja, diese Datensicherheit, ja, wirklich zu garantieren. Und daher haben wir auch ein sozusagen zweistufiges System eingeführt. Ja, die Unternehmen, die schicken den Fragebogen an Exportakademie GIMA, ja, und dort werden sie gleich anonymisiert mit Nummern. Und die Verarbeitung erfolgt dann im SGIT, Steinbeis Global Institute, ja, unter strengen Vertraulichkeitsbedingungen. Und wenn der Benchmarking-Report erstellt ist, berechnet mit den Daten, dann erst wird die Nummer in die reale Adresse zurücktransformiert und dann bekommen die Unternehmen ihren individuellen Report. Genau, das ist die Clearingstelle, nennen wir diese Stelle, die, wenn die Fragebogen eingehen, dann Daten und Unternehmenszuordnung komplett trennt und dann nur noch anonymisiert die Auswertung stattfindet. Und wie genau sieht der Auswertungsreport aus? Gut, natürlich bekommen die Teilnehmer eine detaillierte Auswertung. Aufgrund dieser 3 ESG-Bereiche, der 7 Felder aus unserem IMLEAD-Konzept, ist der Fragebogen sehr umfangreich. Wir wählen daraus ca. 40 bis 50 Key-Performance-Indikatoren aus. Für diese bekommt jedes Unternehmen seine individuelle Position. Also wo bin ich in diesem Feld und in diesem Bereich positioniert im Vergleich zu den anderen Teilnehmern. Und ergänzend dazu berechnen wir auch einen Gesamtperformance-Index. Das heißt, alle Unternehmen werden in einem speziellen Berechnungsverfahren einem Ranking unterzogen und dann die guten und die Unternehmen mit Potenzial einfach ein bisschen auseinander dividiert. Dass jedes Unternehmen sieht, im Vergleich zu den anderen habe ich die und die Position. Es sind natürlich immer Daten, die uns berichtet worden sind. Das heißt, wir müssen auf diese Daten vertrauen, werden dann aber in einem zweiten Schritt auch Interviews führen, um diese Daten dann auch zu validieren. Meinen Sie vor Ort oder hier? Genau. Wir werden die vor Ort machen und in der heutigen Zeit auch über Videokonferenzen. Ja. Stimmt. Ja, gut, und abschließend würden wir uns tatsächlich freuen, wenn sehr viele Unternehmen diese Chance nutzen und laden jeden ein, daran teilzunehmen. Vielen Dank für Ihre Fragen.